Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal rund um die Brickworld. Und heute geht es darum, dass ich wieder einiges an Post bekommen habe, unter anderem auch Fanpost. Da schauen wir auf jeden Fall auch gerne rein und das wollen wir uns einfach mal zusammen anschauen. Ich rede ein bisschen darüber, wofür es ist, was wir dafür mit planen und so weiter. Und anfangen möchte ich erstmal mit einer neuen Lieferung von meinem Beleuchtungspartner Illuminator Bricks. Übrigens immer noch läuft die Aktion mit den 15% auf alles vom 18.11. bis zum 22.11. Und ihr braucht einfach nur den Code EARLYBIRD eingeben und dann bekommt ihr 15% auf alles, was es dort im Sortiment gibt. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ich zeige euch mal kurz, was ich alles bekommen habe für die Brickworld. Hier haben wir einmal die roten 30 cm Large Bitlights, also rote Leuchten sozusagen. Die 50 cm Connecting Cables, also 50 cm lange Kabel zum Verbinden. Man kann sagen, eine Art Verlängerungskabel. Damit kann ich dann zum Beispiel unter den einzelnen Modulen, vor allem jetzt bei der Beleuchtung des neuen Häuserblocks, einiges besser verlegen. Dann haben wir hier die 8er Expansion Boards, das heißt, damit kann ich einfach sagen, hier den Strom angeben von einem USB-Stecker und dann kann ich es auf 7 weitere Ports verteilen oder allgemein weiter verteilen. Davon habe ich 3 Packungen, also 6 Stück. Das gleiche habe ich auch nochmal mit dem 2er Expansion Boards, da sind 4 Stück drin. Das ist im Prinzip einfach nur ein Konnektor, der 2 Kabel miteinander verbindet. Und dann habe ich hier nochmal die 30 cm Verbindungskabel, die braucht man manchmal auch. Und dann habe ich jede Menge von den weißen 30 cm Bitlights. Das sind die ganz normalen Bitlights, die ich vor allem auch zum Beispiel in den Straßenlaternen in der Altstadt benutze oder auch bei vielen anderen Laternen, wie zum Beispiel im chinesischen Restaurant. Davon habe ich jetzt 5 Packungen mit jeweils 4, also 20 Stück. Das wird für ein paar Sachen reichen. Und dann nochmal dieses Strip Lights 4er Packung. Da auf jeden Fall wird es einiges Neues an Beleuchtung geben in den nächsten Videos. Und wie gesagt, ich erinnere nochmal ganz kurz, 15% auf alles mit dem Early Bird Code. Und ansonsten gehen wir jetzt erstmal weiter zu einer Fanpost, die leider hier schon länger liegt. Die ist leider untergegangen. Ich habe die nämlich nicht selber angenommen und die kam bei mir selber nicht an. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, ob ich das, von wem das ist. Und zwar ist das von Bricks for Daddy. Der hat mir seine Sigfig geschickt. Ich zeige sie euch gleich mal. Hier ist sie. Bricks for Daddy wird auf jeden Fall einen Platz in der Stadt finden. Und er schreibt mir: Hallo Brickworld, ich schicke dir endlich meine Sigfig. Sorry, dass ich es jetzt erst geschafft habe. Ich hoffe, du findest einen schönen Platz in deiner Stadt. Das machen wir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob wir es heute in dem Video noch machen oder im nächsten richtigen Update-Video. Auf jeden Fall findest du einen Platz in der Stadt. Gerne hätte ich auch eine Sigfig von dir, darum werde ich mich noch kümmern. Dein Kanal ist super und ich werde bestimmt auch das eine oder andere in deinem Online-Shop kaufen. Auf jeden Fall den Baum schon mal. Mit freundlichen Grüßen, Bricks for Daddy. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Online-Shop ist übrigens ein ganz, ganz gutes Stichwort, denn da kommen wir jetzt gleich mal zum ersten Paket, das angekommen ist. Da muss ich mal kurz hier runtergehen. Und zwar ist das dieses Paket. Die haben auf jeden Fall erstmal noch ein paar Fliesen. Die sind noch für den Donutladen in dem neuen Häusermodul. Da habe ich noch ein paar gebraucht. Und ansonsten haben wir hier sehr viele 1x2er Plates in Dark Bluish Grey. Die sind teilweise für die Dioramen im Shop, teilweise natürlich auch für meine eigene Stadt. Und dazu kommt dann noch das hier. Und das sind, ich weiß nicht, ob ich darin, es gab ja auch mein Hidden Side Magazin. Und da gab es diese Figur, die ist ja Teil von einem Diorama und zwar Teil des U-Bahn-Spuk-Dioramas. Und davon habe ich jetzt 10 Stück hier. Also wirklich 10-mal dieses Päckchen. Und damit wird es tatsächlich zum Start des Shops dieses Diorama 10-mal zum Kauf geben. Ich werde versuchen, für Nachschub zu sorgen alsbald, wenn es dann soweit ist, dass die ausverkauft sind. Ich kann ja leider momentan überhaupt nicht damit rechnen, wie hoch die Nachfrage ist. Aber es wird dieses Diorama zum Start des Shops hoffentlich bald 10-mal geben. Ansonsten gehen wir, glaube ich, einfach mal über zum nächsten Paket. Da muss ich mal kurz hier runtergreifen. Und zwar ist das, ich nehme es einfach mal raus, das ist nämlich gar nicht so viel. Und zwar sind hier tatsächlich einfach nur einmal 2er Plates in Light Bluish Grey und ganz viele Headlight Bricks. Die sind natürlich teilweise für die Altstadt, aber natürlich auch für das Diorama mit der Altstadt. Da braucht man auch einige davon. Wie gesagt, ich hoffe tatsächlich, dass ich jetzt bald dazu komme, den Shop so weit fertig zu bekommen, dass ich alles gepackt habe für den Start. Allerdings fehlen mir noch ein paar Sachen, die ich bestellt habe. Ich hoffe, wir haben heute den 19., dass ich tatsächlich Anfang Dezember dazu komme, den Shop endlich zu starten mit den ersten Produkten. Drückt mir gerne die Daumen dafür. Und
ja, ich würde sagen, wir gehen einfach gleich mal zum nächsten Paket über. Das ist ein bisschen schwerer. Ich mache es mal auf, außerhalb der Kamera, damit man die Adresse nicht sieht. Also nicht meine, die kennt ihr ja wahrscheinlich eh. Sondern die Adresse des Shops. Ich weiß nämlich nicht, ob der Shop genannt werden möchte. Und zwar schiebe ich jetzt mal das ganze Paket hier ins Bild, ohne die Kamera umzuwerfen, und hebe die Kamera jetzt einfach mal hoch. Und ihr seht, hier sind sehr, sehr viele 2x2er Bricks in verschiedensten Farben. Wenn ich jetzt mal hier an der Seite den ganzen Kram rausnehme, seht ihr, das geht bis unten durch. Das sind einige 100 Stück. War ein guter Preis, teilweise unter 2 Cent, teilweise 2 Cent. Und ihr wisst ja, die brauche ich alle für den Unterbau. Wobei die natürlich die Light Bluish Gray tatsächlich auch für andere Dinge noch ganz gut geeignet sind. Aber so die anderen Farben eher nicht so. Ansonsten haben wir hier halt einfach nochmal diese 1x2er Plates. Die waren auch sehr, sehr günstig. Einfach für den Unterbau. Ansonsten dieses Material, kennt ihr wahrscheinlich, ist auch für die Pfropfkernpflaster in der Altstadt. Und hier haben wir noch ein paar anderen Kram. Vor allem die gelben Fliesen sind, lasst euch überraschen, für die Planung des Lego-Shops, der ja noch in den Bahnhof kommen wird. Da werden wir einen gelben Boden haben zum größten Teil. Ansonsten haben wir hier noch anderen Kram, den ich einfach so mitbestellt habe. Vor allem die Säulen hier werde ich teilweise noch brauchen für die Kanzlei, die wir ja bauen im neuen Häuserblock. Und hier noch ein paar Slopes und Inverted Slopes, die kann man natürlich immer gebrauchen. Und hier alles mögliche an Kleinkram, den ich noch gefunden habe. Das ist tatsächlich das alte Grau hier. Die haben allerdings nur 1 Cent das Stück gekostet. Das sind über 100 Stück. Das heißt ungefähr 1 Euro für 100 Steine. Ist ganz gut. Ein paar Turntables. Die kann man immer für irgendwas gebrauchen. Und halt noch ein bisschen anderer Kleinkram. Und dann schiebe ich auch das mal kurz zur Seite. Und dann kommen wir noch zu einer ganz anderen Sache. Und zwar, ihr kennt wahrscheinlich alle den Patrick. Der Patrick hat schon öfters Sachen hierher geschickt. Er ist Kanalmitglied. Nach eigener Aussage großer Fan der Brickworld und des Kanals. Und er hat mir ein Überraschungspaket geschickt und ich war sehr, sehr überrascht. Ich zeige euch erstmal den Brief dazu. Er schreibt: Moin, ich war letztens das erste Mal in meinem Leben in einem Lego-Store und musste spontan an die Brickworld denken. Da konnte ich nicht widerstehen, dir ein paar Steine mitzunehmen. Ich hoffe, du findest Verwendung dafür. Bin nach wie vor begeistert von Brickworld. Also erstmal vielen, vielen Dank dafür. Und auch vielen Dank für deine sehr, sehr große Treue. Und man muss ja sagen, du bist jemand, der ständig auch teure Dinge hier für die Brickworld zuschickt. Und da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar für diese Unterstützung. Und er schreibt noch: viele Grüße und viel Spaß beim Bauen. Macht weiter so, Patrick. Und schreibt noch: PS, ich habe die Steine mal vorsortiert. Vielen Dank dafür. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Und PPS, du darfst den Brief gerne vorlesen. Habe ich gerne gemacht. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Jetzt schiebe ich euch mal das ganze Paket hier ins Bild. Und das ist das Paket. Ihr seht, er hat es wirklich vorsortiert. Wir haben hier von diesen Zaunelementen. Mal schauen, was ich damit machen kann. Vielleicht noch ein paar in der Nähe des chinesischen Restaurants verwenden. Ansonsten können wir, glaube ich, davon auch vielleicht mal ein paar in der Altstadt verwenden. Dann ganz, ganz viele von diesen Pflanzenelementen. Vielen Dank dafür. Dann ganz viele von diesen tannfarbenen Elementen. Das sind nicht die Teils, sondern diese Goldbahn-Elemente. Das ist sehr interessant, weil ich wollte davon sogar, bevor das Paket kam, am gleichen Tag noch ein paar bestellen, weil ich damit ein bisschen was ausprobieren wollte am Häuserblock. Also vielen Dank dafür. Ebenso auch die hier. Die wollte ich tatsächlich auch bestellen. Vielen, vielen Dank dafür. Und dann haben wir hier noch ganz viele von diesen 1x1er Teils in diesem, ich weiß die Farbe gerade nicht, wie sie offiziell heißt, dieser Blauton. Dann noch ein paar von diesen sehr, sehr großen Glaselementen, die tatsächlich noch gar keinen Platz in der Brickworld gefunden haben. Aber ich habe schon ein paar Ideen dafür. Und dann haben wir hier noch einige von den Pick-a-Brick-Bechern. Ich muss mal schauen, ob ich jetzt gleich die Kamera festhalten kann und die aufbekomme. Ich schütte das Ganze jetzt einfach mal hier rein. Und wir haben hier ein paar von diesen, das sind ja keine Round Bricks, das sind diese konisch geformten. Und dann ein paar von diesen abgerundeten weißen Teilen. Also sehr viel Kleinkram, der sehr, sehr praktisch ist. Die sind auch immer sehr, sehr praktisch. Pflanzenelemente, Blumenelemente. Ein paar von diesen, die kann man auch ganz oft bei schönen Sachen gebrauchen. Und hier noch ein paar andere Blumen. Dann öffne ich einfach mal den nächsten Karton, die nächsten Becher. Mal ein bisschen Platz schaffen hier. Das sind auch sehr interessante Teile. Damit kann man, glaube ich, auch eine sehr schöne Sache machen. Ich habe mir schon mal Ideen für die Altstadt, was das angeht. Die Elemente finde ich auch super toll. Die habe ich jetzt noch nirgends benutzt in der Stadt. Aber ich habe auch dafür schon Ideen, auch in der Altstadt.
Dann noch ein paar von diesen. Damit kann man sich hier irgendwelche Dachkonstruktionen, Vordächer bauen. Und ein paar von diesen, das müsste Trans Black sein. Die kann man natürlich auch super gebrauchen, um vor allem dunkleres Gewässer zu bauen. Und dann gehen wir mal zum 4. Becher. Ich würde schätzen, dass es mindestens 5, eher 6 Becher waren. Das schütte ich jetzt auch einfach mal hier rein. Und dann haben wir ganz viele von diesen sehr schönen Elementen in diesem Goldton. Die benutze ich ja in Tan-Farben, vor allem am Bahnhof, aber auch da habe ich schon ein paar Ideen. Dann Mauersteine in diesem Dark Tan, die kann man immer gebrauchen auf jeden Fall. Und die hatte ich gerade schon. Und diese Elemente sind auch ziemlich cool, damit kann man auch einiges an Mauern oder dergleichen bauen und Verzierungselemente. Und dann nehmen wir jetzt nochmal den letzten Becher. Ihr seht, da hinten steht übrigens noch das Set, das ich letztens gekauft habe. Habt ihr vielleicht in einem anderen Video gesehen. Das wird ja auch Teil des Häuserblocks werden. Und hier haben wir auf jeden Fall noch mehr von diesen Modified Tiles oder Plates. Ich kann es mir nicht merken. In diesem normalen Tan-Ton. Dann nochmal ein paar, das sind die normalen Fliesen in Dark Tan. Davon brauche ich auch relativ viele. Dann noch ein paar von diesen Pflanzelementen, die benutze ich ja auch sehr gerne, um die Brickworld zu bepflanzen. Inzwischen auch in diesem, das müsste Reddish Brown sein. Und diese Elemente sind auch super cool in Gold. Damit kann man auch einiges machen. Und ich sage auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank an dich, Patrick. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch an Bricks for Daddy für deine Figur. Und ansonsten würde ich sagen, das war's in diesem Haul-Video für heute. Mal schauen, was es im nächsten Video zu sehen gibt. Und ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, vergesst nicht, 15% bei Illuminate Your Bricks. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, habe ich glaube ich schon gesagt. Bleibt gesund, vor allem jetzt. Und viel Spaß beim selber bauen, sage ich Tschüss.